Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Stadion-Vlog. Für mich heute ein ganz besonderer Stadion-Vlog, denn es geht zum FSV Schöningen. Und das nicht ohne Grund. Ich habe letztens meinen Verein gegründet und dann sind wir in Kontakt mit Christian Beck getreten, die absolute Legende vom FCM. Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und ich glaube, das reicht. Und wir haben einen Trikottausch gemacht, das war unglaublich geil und er ist wie gesagt ein unglaublicher Mensch, eine absolute Legende beim Club. Ich bedanke mich da nochmal ganz, ganz herzlich. Ihr könnt uns auch unterstützen, das steht alles in der Videobeschreibung. Mitglied könnt ihr auch werden bei meinem Verein. Dadurch bekommt ihr auch noch Vorteile. Und wir werden ab nächster Saison auch in den Ligabetrieb starten. Darauf könnt ihr euch sehr freuen. Da wird es dann auch nochmal auf dem Kanal Quedlinburg United gerne auch abonnieren. Weiteren Content geben, Stadion-Vlogs wird es auch geben. Und wir werden die Spiele livestreamen, darauf habe ich sehr, sehr Bock. Deswegen jetzt viel Spaß mit dem Video, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und damit, let's go! So, und damit geht es dann auch los. BSV gegen Schöningen wird ein sehr interessantes Spiel werden. Und natürlich spielt auch Christian Beck in der Startelf. Hier kommt die erste Ecke rein, aber tatsächlich ungefährlich. Und damit der nächste Freistoß. Bremer SV ist bis jetzt hier ein ausgeglichenes Spiel, wir sind aber auch erst am Anfang. Und es gibt die nächste Ecke. Vor allem ein Spiel, was sehr viel über Ecken läuft, das muss man sagen. Beziehungsweise, um es noch besser auszudrücken, ganz viel über Standardsituationen. Denn vor allem dadurch, dass man mit Christian Beck spielt, hat man natürlich eine gewisse gefährliche Größe da vorne drin. Aber es gibt die nächste Ecke. Und ja, so ist im Endeffekt das Spiel aktuell. Es geht sehr, sehr viel über Ecken, sehr, sehr viel über Standardsituationen. Das ist aktuell das, worauf man ein bisschen pokert. Und dann gibt es noch ein bisschen Redebedarf vom Schiri, der meiner Meinung nach nicht gut pfeift und sehr, sehr unausgeglichen pfeift. Eher tatsächlich tendenziell für den Bremer SV. Auch das muss man klar sagen. Und jetzt kommt die nächste Ecke rein. Diesmal wieder ungefährlich. Hier jetzt mal eine Kontersituation für Schöningen. Man versucht es wieder schnell zu machen, aber klärt dann wieder zur Ecke. Und damit, dementsprechend, kommt hier die nächste Ecke rein. Natürlich wird wieder Christian Beck gesucht, aber tatsächlich nicht gefunden. Und nächste Ecke. Und es geht unglaublich viel über Ecken. Bremer SV versucht dann immer ein bisschen zu kontern. Hier die nächste Chance, aber nichts wird daraus. Und dann ein schneller Ball, unglaublicher Schuss. Und dann ist er drin. Bremer SV führt. Und das ist definitiv zum aktuellen Stand sehr unverdient und kommt sehr überraschend. Schöningen versucht jetzt natürlich hier nochmal den Druck zu erhöhen. Kommt dann hier wieder über die rechte Seite und findet den Abschluss aber gehalten. Und damit ist Halbzeit. Weiter geht's dann hier im Spiel. Es kommt wieder viel über die Luft, aber aktuell sehr viel ungefährlich. Den Ball bekommt er sogar noch. Und jetzt könnte man vielleicht die nächste Flanke reinschlagen, aber daraus wird wieder nichts. So, jetzt mal interessanter Ball. Kommt gut, aber gehalten. Guter Freistoß hier vom Bremer SV, der auch nicht so ungefährlich ist tatsächlich. Und jetzt wird auch nochmal eingewechselt. Jedoch erstmal die nächste Chance für Schöningen, nachdem der Offensivwechsel erfolgt. Hier wird es aber wieder geklärt und nächste Chance. Daraus wird aber mal wieder nichts leider. Hier gibt es die nächste Ecke und die könnte wieder gefährlich kommen. Aber sehr gut geklärt hier. Und der Torhüter kommt da nicht ganz den Ball, aber trotzdem sicher. Und jetzt die nächste Chance und gut rausgehauen. Und der wird natürlich weit rausgeschlagen. Hier ist Abseitssituation. So, und jetzt von der Schöningen-Seite mal eine Szene, denn die habe ich leider nicht drauf, aber die ist trotzdem weiterhin sehr schön. Schöningen presst da jetzt ein bisschen, jetzt von ganz weit ein wunderschöner Abschluss, perfekt, rechts unten rein. Und damit steht es dann verdient 1:1 zu dem Stand, denn das haben sie sich sehr erarbeitet. Weiter geht es dann aber im Spiel. Man versucht nun natürlich weiter zu pressen. Jetzt wird es ein sehr, sehr interessantes Spiel. Auch ein sehr, sehr körperbetontes Spiel. Jetzt hier der Konter. Der wird schnell ausgeführt. Und einer läuft noch mit links. Jetzt aber erstmal viel zu weiter Pass. Leider.
Und nächste Situation für den Bremer SV. Der ist gut gespielt. Und damit fällt hier das mal wieder überraschende 2:1 für den Bremer SV. Und damit gehen sie wieder in Führung. So, und jetzt muss natürlich Schöningen alles nach vorne werfen, um noch irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Es wird jetzt natürlich sehr, sehr schwierig, weil der Bremer SV natürlich jetzt komplett bunkert. Hier kommt die nächste Hereingabe, auch die ist wieder sehr ungefährlich. Man versucht es weiter, man macht ein gutes Spiel eigentlich, wird dafür aber leider hier nicht belohnt. Hat ein bisschen Pech auch gehabt und ja, die Flanken waren vielleicht auch nicht so die besten. Wären die vielleicht besser gekommen, hätte man vielleicht noch den einen oder anderen Treffer erzielt, weil man vor allem unglaublich viel über die Flügel kam, wo man eigentlich auch sehr gut ist. Und jetzt die nächste Schusschance und da bleibt doch noch mal ein bisschen Platz, aber der wird irgendwie nicht gut gemacht. Hier dann natürlich der Konter für den Bremer SV, wird da einfach durchgelassen, die 8. Und das könnte jetzt natürlich auch nochmal sehr gefährlich werden. Versucht aber den Pass nochmal zu spielen, wodurch er dann den Ball ein bisschen verliert. Und auch hier wieder der Block. Jetzt könnte daraus wieder ein Konter entstehen. Es ist wirklich jetzt ein Hin und Her. Konter nach Konter. Ein All-or-Nothing-Spiel. Aber die 29 kommen nicht durch. So, und wir könnten jetzt zur letzten Aktion hier kommen. Wir versuchen nochmal hier alles reinzuwerfen. Schöningen wirft sich da komplett rein. Der Ball nochmal nach hinten. Jetzt vielleicht nochmal ein langer Ball. Ne, der wird kurz gespielt. 6 passt er nochmal. Und den bekommt er sogar noch. Der kommt lang. Und ist gar nicht mal so ungefährlich. Kommt nochmal rein, aber da steht niemand. Dann hier nochmal einen Volley, der sehr knapp vorbeigeht. Jetzt nochmal. Vielleicht eine Situation. Irgendwie glücklich durchkommen. Um nochmal einen Punkt zu holen, der sehr, sehr wichtig wäre. Denn man muss unbedingt den Klassenerhalt schaffen. Und das ist auch das klare Ziel von Schöningen, was sie in den letzten Wochen sehr, sehr gut zur Realität bringen konnten. Und das hier ist meiner Meinung nach ein Foul. Der Bremer SV-Spieler geht da klar zum Kopf. Und das ist für mich ein klarer Elfmeter. Aber hier sehen wir jetzt erstmal, dass Schöningen weiterhin alles nach vorne wirft. Hier kommt dann aber die Ernüchterung. Das Spiel ist vorbei und der Bremer SV gewinnt mit 1:3. So, und damit war es das auch mit dem Stadionvlog. Hier nochmal das Trikot. Wirklich ein schönes Trikot, aber man muss auch sagen, Blau stand eben besser. Trotzdem auch hier nochmal ein ganz großes Dankeschön für diese unglaubliche Unterstützung, die wir aktuell erleben. Das ist absolut geisteskrank. Checkt unbedingt den Kanal ab, das würde mich riesig unterstützen. Es ist mein absolutes Herzensprojekt. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Und damit war es mit diesem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich riesig unterstützen. Und damit, ciao Leute.